Hallo liebe 1000 PS-Fans, wir sind hier auf der Grip-Party in Brünn. 1000 PS Grip-Party, legendär. Ihr könnt auch gerne mal teilnehmen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Heute überhaupt wunderschönes Wetter hier in Brünn. Wir drei Hübschen testen auch drei hübsche Motorräder. Ich gehe es alphabetisch an. Aprilia RSV4RR, BMW S1000RR, Kawasaki ZX10R Ninja. Die drei haben wir uns vorgenommen. Viel Spaß! Ja, weil ich gesagt habe, wir drei Hübschen, also eigentlich nur eine Hübsche. Neben mir die Steffi Menzel, eine Deutsche, die uns netterweise besucht hat. Steffi ist Rennfahrerin. Letztes Jahr bist du die Gladius Challenge gefahren. Erzähl ein bisschen. Die Gladius Trophy, genau. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe heute wahnsinnig viel Spaß gehabt auf allen drei Motorrädern. Ja, die Gladius Trophy hat letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden im Rahmen der IDM. Dieses Jahr wird es im Rahmen der World of Motorcycle stattfinden. Ist auch wahnsinnig spannendes Rahmenprogramm und so weiter. Also ist eine ganz tolle Geschichte, ja. Jedenfalls geht es uns jetzt darum, dass du eine Rennfahrerin bist. Ich meine, du tust da ein bisschen tief stapeln, naja, und letztes Jahr. Aber du bist halt eben Rennen gefahren. Ja, und zu meiner Rechten der altgediente Zvonko Zvonimir Gonzo Zonko. Ihr kennt ihn ja eh alle, mich kennt es auch. Gehen wir aber zu den Motorrädern über. Zonko, du sitzt auf der Aprilia. Wie gesagt, es sind drei super Bikes. Ich persönlich habe befunden, es sind alle drei auch wirklich extrem unterschiedlich. Gemeinsam haben sie, wenn ich ein bisschen ausholen darf, knapp 200 PS. Aprilia wird mit 201 PS angegeben, die Kawa mit 200,1. BMW tief stapelt mit 199, hat ja bekanntlich immer ein bisschen mehr. Sie wiegen alle in etwa ähnlich viel. Sie haben alle die volle elektronische Ausstattung, Traktionskontrolle verstellbar, ABS ist drinnen. Es sind richtige Renneisen, die uns, wie du schon vorweggenommen hast, Steffi, extrem viel Spaß gemacht haben. Zonko, einmal zu Aprilia. Wie hat er die taugt? Extrem gut. Das hat mir wirklich extrem taugt. Wobei ich muss da schon vorausschicken, ich bin ja ein echter Hobby-Rennfahrer. Das heißt, ich gehe auf die Rennstrecke und wenn ich dann so ein Motorradl habe, ich meine, das ist natürlich das höchste der Gefühle und ich kann nicht diese ganzen Features, die diese Maschine in Wirklichkeit leisten könnte, die kann ich nicht ausfahren. Also ich habe eine ganz große Freude, wenn ich auf so einem Gerät sitze und ich erkenne natürlich schon Unterschiede, nur muss man ganz klar sagen, diese Unterschiede erkenne ich halt beim sportlichen Rennstreckenfahren, aber das hat nichts mit Rennfahren zu tun, was ich mache. Und ich selber bin mit dieser Aprilia RSV4RR fantastisch zurechtgekommen. Das war das erste Motorrad, was ich getestet habe von diesen drei. Und also für mein persönliches Fahren, für meinen Fahrstil, hat es nichts gegeben, was mich so begeistert hat wie das. Das hat ein irrsinnig gutes Gefühl fürs Vorderradl. Man spürt den Motor wahnsinnig gut. Du musst nie schauen, in welchem Drehzahlbereich du bist, weil der Motor dir das vermittelt. Das ist natürlich irrsinnig angenehm. Und da hinten im Omega, ausgangs des Omegas, gibt es so Wellen. Da war die auf der Bremse auch mit Abstand am besten, am ruhigsten. Und ja, dieses Race ABS, also mit der Maschine bin ich so gut zurechtgekommen, dass ich dann in den Bereich gekommen bin, wo ich sogar ein bisschen engagiert bremst habe. Da hat dieses Race ABS ausgelöst, auch in einer sensationellen Art und Weise. Das hat überhaupt nicht gestottert oder irgendwas. Du hast nur gemerkt, es wird ganz leicht Bremswirkung zurückgenommen. Und ich bin jetzt natürlich nur 4 Runden gefahren, aber ich glaube, wenn ich mit sowas mehr fahren würde, dann die noch schneller werden. Du bist eh schnell, aber es geht ja jetzt auch darum, dass wir drei das machen, weil wir uns selber jetzt nicht als die Super-Rennfahrer einstufen oder einschätzen, die vom normalen Menschen, sage ich einmal, schon viel zu weit weg sind. Ja, ein Super-Rennfahrer kann das dann gar nicht mehr verstehen, dass wir da herumnudeln und das trotzdem lustig finden. Aber sag uns, lieber Zonko, was dir an der Aprilia am meisten taugt. Jetzt Motor, Chassis, Bremse, könnte man jetzt sagen. Oder was taugt dir da am meisten? Am meisten taugt mir der Motor, weil er erstens einen irrsinnig erregenden Klang hat. Das ist was ganz, ganz Tolles, der fährt da richtig ins Gemüt. Und das ganz Tolle bei mir ist, dadurch, dass ich habe keine Kapazität, dass ich da jetzt viel auf diesen Drehzahlmesser schaue, sondern ich bin ja dort immer voll unter Strom auf dieser Rennstrecke und ich spüre den Motor so gut. Ich weiß ganz genau, in welchem Drehzahlbereich der ist und wann ich schalten muss.
Klang verändert und diese Leistungscharakteristik verändert. Und das ist wahrscheinlich jetzt, wenn du richtig um die letzten Zehntel fährst, weiß ich nicht, ob das so super ist, dass du den Motor so stark spürst. Aber für mich persönlich ist es einfach ein Traum. Also Passt. Die Aprilia RSV 4, ich persönlich, ich tue mir damit sehr leicht, für meine Verhältnisse schnell zu fahren, ein Motorrad, wo man sehr schnell Vertrauen findet. Wie ist die damit gegangen auf deinem Leistungsniveau, Klaus? Ausgezeichnet. Ich bin sehr positiv überrascht. Bin das erste Mal gefahren mit so einer Aprilia seit langen Jahren. Ich kenne die ganz erste noch. Und was wirklich auffällig ist, jetzt sind die Leistung, die angegeben wird, das glaube ich wirklich jetzt, die ist da. Die Prüfstandsdaten, die wir sich ja angeschaut haben bei den Kollegen vom Motorrad, ist das ja alles ungefähr auf einem Niveau, die BMW manches mal ein bisschen stärker. Aber ich glaube, auch das Ansprechverhalten von der Aprilia ist sehr angenehm, oder? Ja, ist auch wirklich extrem klasse. Es ist das Ansprechverhalten super. Es ist die Getriebeabstimmung für die Rennstrecken wirklich klasse gelungen. Ein wirklich sehr langer erster Gang. Super Schaltwege, super Sitzposition. Beim Anbremsen echt absolut tipptopp Motor. Und Traktionskontrolle, das Paket, ist das aus der Kiste gut genug für die jetzt für die Rennstreckeneinsätze? Ja, würde ich auch sagen, absolut. Vielleicht aus meiner Sicht sogar mit der Willy Control, so wie ich sie jetzt erst empfunden habe, das Beste. Also sicher mit den Serienmöglichkeiten das beste Paket. Liebe Steffi, wie hat dir die Aprilia gefallen? Also ich muss sagen, ich habe mich wirklich sehr wohl auf der Aprilia gefühlt. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Vorderradbremse ein sehr gutes Feedback gibt. Die packt auch ziemlich, finde ich. Ein bisschen mehr als bei den anderen beiden. Aber gerade am Kurveneingang hatte ich sehr viel Vertrauen zum Motorrad. Also es gibt wirklich ein gutes Feedback. Gerade auch, wenn man nichts einstellt, einfach sich draufsetzt und losfährt. Ne? Ich bin ja ein bisschen leichter. Und da ist jetzt im Fahrwerk also nicht so viel passiert, sage ich mal. Aber ich habe trotzdem wahnsinnig viel Vertrauen haben können zu dem Motorrad. Und der Sound ist einfach Wahnsinn. Der macht auf der Geraden natürlich besonders Spaß und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Weil du sagst, du bist natürlich relativ leicht und das Fahrwerk hat jetzt nicht mit dir viel Arbeit gehabt. Wie findest du das Handling auf der Aprilia? Ist das für dich trotzdem irgendwie akzeptabel, weil du halt kleiner und leichter bist? Ja, also ich habe das Gefühl, dass sie wirklich gut in die Kurve reinfährt und sich da nicht so gegen wehrt. Also sie arbeitet gut mit, sage ich mal so. Also vom Handling her fand ich sie wirklich auch sehr angenehm. Wenn ich auch noch was zum Besten geben darf. Aprilia hat mir vom Sound her eigentlich am besten gefallen, weil es nicht dieses Kreischende hat, das die anderen beiden haben, sondern dieses Sonore, dieser V4. Das klingt fast schon wie ein Zweizylinder, dreht aber noch viel mehr und ist einzigartig. Also mir macht das auf der Aprilia extrem viel Spaß, man fühlt sich wohl. Bei der Aprilia habe ich gemerkt, ich bin rausgefahren und habe sofort ziemlich arge Schräglage geschafft und habe mich halt wohl gefühlt. Das heißt, vom Handling her war die Aprilia für mich auch ein sehr angenehmes Motorrad, obwohl man relativ hoch auf ihr sitzt. Also der Sattel ist relativ hoch. Das mag ich nicht unbedingt so gerne, aber auf der Aprilia hat mich das nicht gestört, weil die ansonsten, finde ich, schon sehr stabil und trotzdem handlich ans Werk geht. Motor ein Wahnsinn. So wie der Zonko habe ich das jetzt nicht empfunden, dass der Motor für mich so berechenbar rüberkommt, sondern ich bin da, ich glaube, ich habe einfach sehr oft zu früh geschalten wegen am Sound, weil man glaubt, das ist ein Zweizylinder, der jetzt nicht so hoch dreht, also ich zumindest, und habe dann sicher öfters zu früh geschalten. Hat aber natürlich auch tadellos funktioniert, Bremse, Traktionskontrolle, überhaupt keine Probleme gehabt. Ja, gehen wir über zur BMW. Lieber Zonko, wie hat dir die gefallen? Ja, von der BMW habe ich mir irrsinnig viel erwartet, weil ich ja diese S1000R so super finde. Und ich war dann eigentlich, ich bin mit der BMW S1000RR wirklich am schlechtesten zurechtgekommen von diesen 3 Motorradeln. Das liegt sicher an mir und nicht an der Maschine. Wo ich es festmachen kann, was jetzt nicht meinem Fahrstil entgegenkommen ist, der Sitz ist relativ tief. Da habe ich gedacht, da sitze ich ja richtig drinnen in dem Motorrad, da habe ich überhaupt keine diese Vorderradorientierung, fast wie auf einem Neckbike, das ist mir ganz eigenartig vorkommen. Und wo ich mich auch sehr, sehr schwer dann habe, ist, das ist für einen Rennfahrer ist es wahrscheinlich ganz super, aber für so einen wie für mich ist das halt nicht ganz so super, wenn das fast keine Motorbremse hat. Der Vierzylinder, also jetzt gerade, ich bin nach der RSV 4 mit der BMW gefahren. Da haben wir gedacht, na, wo ist denn der Motor, wo geht denn der um? Nicht? Und der Schaltblitz ist irgendwie so eingestellt, dass man dort mehr oder weniger permanent schalten könnte. Also ich kriege da die Information vom Motor, wenn es jetzt Zeit wäre zu schalten, das kriege ich nicht, sondern das müsste man dort irgendwie über diesen Drehzahlmesser holen. Und
Erschwerend für mich ist dazu gekommen, dass ich am Kurveneingang zu wenig Bremswirkung habe. Also ich selber bin mehr Bremswirkung gewohnt, kann damit leichter umgehen und auf das haben wir müssen dann umstellen und das ist natürlich jetzt in 4 Runden relativ schwierig. Und was mir auch noch aufgefallen ist, zum Beispiel dort in diese Wellen nach dem Omega hat die Gabel vorne ein bisschen gestempelt und ich bin mir ganz sicher, dass man das alles wunderbar einstellen könnte, nur in diese 3-4 Runden sind das bayerische Superbike und ich, wir sind nicht so gut zurechtgekommen. Also ich bin eigentlich am schlechtesten damit gefahren. Wenn ich das zur Verfügung habe, 3-4 Tage, bin ich mir ganz sicher, das ist ja eine Mördergranate, nicht? Dann komme ich besser zurecht. Aber so jetzt vom ersten Ansatz her habe ich dort eigentlich die größten Schwierigkeiten gehabt. Auch die Linie zu halten, weil der Motor eben keine Bremswirkung gehabt hat. Jetzt aber von der Leistung her, meinst du, dass die wirklich die stärkste ist, wie man halt oft hört, im Vergleich zur Aprilia und zur Kawasaki? Also ich glaube, diese 3 Motorradl sind alle auf einem wahnsinnigen Leistungsniveau. Vom Leistungsgefühl her würde ich die favorisieren, weil ich mir denke, das ist ja mit Abstand das Stärkste. Jetzt weiß ich natürlich, dass das nicht so ist. Das ist also ein rein subjektiver Eindruck. Und dort hat man schon das Gefühl, dass das ab 7000 schon mörderisch anraucht. Aber dieses Gefühl von Kraft und Leistung habe ich auf dem irgendwie mehr gehabt. Aber ich meine, die sind natürlich alle 3 viel zu schnell für mich. Unser extrem routinierter Testpilot und Rennfahrer, extrem routiniert heißt für Steinalt, ja. Klaus Kramer, ist mit uns jetzt gemeinsam alle Supersportler gefahren. Für dich relevant, reiner Rennstreckenbetrieb. Klaus, der Klassiker quasi, die S1000 RR, immer noch ein mörderisches Eisen, oder? Ja, ich würde sagen, immer nur die Referenz, speziell was das Ansprechverhalten oder den Motor insgesamt betrifft, auch die Bremse. Was mir ein bisschen im Verhältnis zu den anderen Motorrädern negativ aufgefallen ist, dass im Race-Modus sehr viel Leistung am Kurvenausgang kastriert wird. Das ist ein bisschen, da lassen die anderen 2 Motoren, die Aprilia und die Kawasaki, elektronisch mehr zu. Das ist auffällig. Ja. Also selbst wahrscheinlich auch in der Hobby-Racing-Szene, wenn man da ein bisschen ernst ans Gas geht, macht es auf alle Fälle Sinn, diesen HP Calibration Kit 3 zu investieren, oder? Ich gehe davon aus, dass man den bei dem Motor, wenn man es ein bisschen ernsthaft nimmt, jedenfalls braucht. Jedenfalls. Und dann hat man sich auch gefallen, aber da hat man einen super Auspuff dabei und eine absolut tipptopp Elektronik. Ja, und motorisch, ich persönlich habe immer noch das Gefühl, dass die BMW mit Abstand das stärkste Motorrad ist. Du hast das aber nicht ganz so empfunden, oder? Nein, ich glaube schon, dass gerade im oberen Drehzahlbereich vielleicht die Stärke der Motorrad noch ist, aber wie gesagt, der Abstand zu den anderen ist sehr gering. Motorisch fällt ihm das feine Ansprechverhalten auf und das sehr angenehm, die Schaltbarkeit und auch diese Blipperklatsche. Also das Oberschalten ohne Kupplung ist auch für alle Leute sehr angenehm. Steffi, bist du schon eingeschlafen? Nein, eh nicht. Die BMW gilt ja auch als Handling-Wunder, sagt man, so wie 600er Chassis auf einem 1000er Bike. War das für dich jetzt angenehmer vom Handling her als die Aprilia? Angenehmer, ein Ticken vielleicht. Also nicht wahnsinnig viel mehr, aber schon sehr angenehm. Was ich bei der BMW gemerkt habe, ist auf jeden Fall, dass von der Leistungsentfaltung fand ich, dass sie am stärksten gewirkt hat. Also man hat richtig gemerkt, wie das Vorderrad beim Rausbeschleunigen leicht wurde. Da hat die Elektronik auch super sanft geregelt. Es hat nicht gestört oder so, sondern es hat wirklich einfach wahnsinnig unterstützt. Und vom Handling her, also ich konnte die Linie gut halten, muss ich sagen. Und ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin eigentlich von dem Motorrad einfach super beeindruckt, weil ich nicht gedacht hätte, dass man die wirklich so gut durch die Kurve bewegen kann. Also für mich persönlich ist es auch die BMW, die halt so diese, das Universaltalent unter den Superbikes ist. Da setze ich mich drauf, da habe ich mich sofort wohlgefühlt, obwohl sie halt eben schon für mich so ein eher wie kleineres Chassis. Also wirkt so ein bisschen geschrumpft. Man sitzt schon gemütlich und bequem drauf, aber ein bisschen nervös unter Anführungszeichen, wobei ich da wahrscheinlich den falschen Ausdruck verwende. Sie ist ein bisschen agiler vielleicht als die anderen, kommt mir vor. Vom Motor her muss ich sagen, kommt sie mir fix am stärksten vor. Also die reißt an und wie du richtig sagst, da wird das Vorderrad leichter oder fängt ein bisschen zum Zittern an. Kommt mir der Motor fix am stärksten vor, wobei in der 200 PS Liga, ich meine, das ist alles unendlich stark. Angenehm finde ich eben bei der BMW, dass das mit der Kupplung, dass man sie gar nicht braucht, rauf und runter schalten, überhaupt kein Problem. Hat dieses Modell jetzt eben gehabt, habe ich eben sehr, sehr angenehm
empfunden, weil man sich dadurch aufs Fahren konzentrieren kann. Stabilität trotzdem gegeben, obwohl relativ agil und handlich. Ja, und das mit der Drehzahl habe ich nicht jetzt als Problem empfunden, wobei ich wiederum den Drehzahlmesser sehr schön im Blick habe bei der BMW. Der ist meiner Meinung nach super ablesbar und an dem habe ich mich eigentlich sehr gut orientieren können, wann ich sozusagen das nächste Mal schalten soll. Ja, dann sind wir eigentlich bei der Kawasaki angelangt. Steffi, ich werde dich jetzt einmal vorziehen. Liebe Steffi, wie war es auf der Kawasaki für dich? Die ist jetzt auch extrem bärenstark geworden. Man sagt jetzt endlich die echten 200 PS. Wie ist es mit dir mit der gegangen? Also von der Leistungsentfaltung war ich überrascht, dass sie wirklich so stark ist und aber auch wirklich so sanft und gleichmäßig die Leistung kommt. Und bei der muss ich aber sagen, dass ich die Linie nicht so gut halten konnte wie bei den anderen beiden. Da hatte ich nicht so viel Vertrauen, nicht so viel Feedback irgendwie, nicht so viel Gefühl. Aber an sich bin ich auch super begeistert von dem Motorrad, weil normalerweise bin ich eigentlich so ein bisschen so ein Kawasaki-Anti, habe ich so eine leichte Anti-Sympathie. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt, die mag auch unberechtigt sein, aber das Motorrad hat mich wirklich überzeugt. Also die nimmst du jetzt doch? Die nehme ich jetzt doch, genau. Lieber Zonko, Kawasaki und du, eine langjährige Freundschaft. Wie gefällt dir die neue ZX-10R? Ja, hat mir auch sehr taugt. Das ist für mich also ein Mittelding zwischen der BMW und der RSV. Die Sitzposition war ein bisschen vorderradorientierter als auf der BMW, ein bisschen weniger vorderradorientiert als auf der Aprilia, so habe ich das empfunden. Was ich gemerkt habe, das war glaube ich bei der Kawasaki als einzige, habe ich das gemerkt, wie diese Traktionskontrolle arbeitet, weil da sind nicht die wahnsinnig guten Reifen drauf und die arbeitet natürlich wunderbar. Das habe ich schon erlebt auf so Kawasakis, dass diese Traktionskontrolle einfach ein Wahnsinn ist, weil das so schön das regelt. Das könnte man also wie gesagt selber auf keinen Fall besser machen. Und ich bin mit der Maschine vom Fleck weg sehr gut zurechtgekommen. Bei der kann man die Motorbremse, die kann man einstellen und es ist auf dem Bereich eingestellt, dass es ein bisschen stärker Motor bremst. Man könnte diese zurücknehmen und da war ich sehr froh, dass sie auf dem stärkeren Bereich war, weil das halt meinem natürlichen Fahrstil oder so wie ich es halt gewohnt bin, seit Jahrzehnten entspricht, dass dort ein bisschen eine Motorbremse ist, die dir dann hilft, diesen Kurvenscheitelpunkt, die Geschwindigkeit zu verzögern. Und ich selber, aber das ist kein fundiertes Urteil, aber ich habe es halt so erlebt, diese Bremse vorn ist mir eigentlich schwächer vorgekommen wie auf der BMW, aber ob das dann tatsächlich so ist, das kann ich nach diese 3-4 Runden nicht beurteilen. Aber das ist mir aufgefallen und ich selber, nachdem diese Japaner jahrzehntelang dort auf die Rennstrecken so super waren, finde es irrsinnig toll, dass Kawasaki mit so einem Motorrad wieder zurückkommt, was du einfach nimmst und dann kannst du auf der Rennstrecken volle Granaten fahren, ohne Kompromisse. Das finde ich super. Tja, Klaus, die Kawasaki ZX-10R, die war ja in den letzten Jahren ein bisschen unterhalb von dem Niveau von der BMW. Jetzt für dieses Jahr, trotz der Euro 4-Bürde, muss man sagen, die ist ja die einzige, die schon Euro 4 tauglich ist, die haben gewaltig aufgeholt, oder? Ja, ich finde auf jeden Fall motorisch super Motorrad, geht bis oben. Das ist ein bisschen unangenehm, wenn man nur die Armatur in dem Zusammenhang, weil man sehr schlecht aus die 13 ablesen kann. Was ich als besonders vorteilhaft empfinde, ist die neue Bremsen bei der ZX-10. Das war beim Vorgängermodell sicher ein massiver Schwachpunkt aus meiner Sicht. Und die ist jetzt aus der Auslage aus sicher rennstreckentauglich. Also da braucht man jetzt nichts mehr investieren. Und was für ein Gefühl hast du bei dem Elektronikpaket Traktionskontrolle? Muss man unbedingt einen Kickkabelbaum nehmen oder kann man mit dem auch schon ganz gut arbeiten, mit dem Seriengerät? Nein, in dem Fall bei der Carbo glaube ich, dass man auf jeden Fall mit dem Originalsteuergerät und mit diesen Einstellmöglichkeiten sehr weit kommt. Also da muss aber wirklich gut sein, dass das zu wenig wird. Und die neue Gabel, optisch natürlich ein Traum, eher nur ein Gag oder was zufrieden mit der Gabel? Nein, sehr. Beim Anbremsen, wie gesagt, die neue Bremsen ist schon mal auf jeden Fall eine Verstärkung und die neue Gabel auch, weil es Eintauchen überhaupt kein Problem darstellt bei der Serienabstimmung von der Gabel. Also kein Problem. Also ich muss auch sagen, dass ich finde, dass die Kawasaki sehr stark ist. Ich finde zwar die BMW vielleicht ein bisschen stärker, aber die Kawasaki hat für mich so diese Erhabenheit, mit der bin ich rausgefahren. Die ist mir am Anfang auch ein bisschen, träge ist ein negatives Wort, aber ein bisschen, sie will irgendwie ihre eigene Linie fahren. Man muss sie ein bisschen mehr vielleicht in den Radius hineinzwingen.
Daran habe ich mich dann aber sehr schnell gewöhnt und dann hat sich das, was halt vielleicht am Anfang negativ erscheint, als positiv herausgestellt, weil ich dadurch irgendwie eine extrem schöne Linie fahren konnte, meiner Meinung nach. Also ich habe mich auf der Kawa auch sehr wohl gefühlt und falls es das Wort gibt, sicher habe ich mich auf der Kawasaki am meisten gefühlt. Motor, Kraft, ja, hat mir jetzt getaugt. Also als Gesamtpaket finde ich die Kawasaki sehr gelungen. Es ist halt die Frage, ob man jetzt eine Aprilia, eine BMW oder eine Kawasaki will. Meiner Meinung nach sollte man es halt immer klar ausprobieren. Wir tun uns eigentlich relativ schwer, da jetzt eine großartig von den anderen abzuheben. Man merkt, dass wir alle drei auch sehr gut gefunden haben. Aber ich möchte euch jetzt trotzdem noch fragen, welche würdest du nehmen? Also ich muss sagen, es haben wirklich alle drei ihre Vorzüge. Aber wenn ich wählen müsste, dann würde ich mich, glaube ich, für die S1000RR, für die Rennstrecke entscheiden und die RSV4 für die Straße. Steffi nimmt gleich 2, finde ich auch cool, okay, alles klar. Optik vielleicht, ist das für dich wichtig? Optik ist auf jeden Fall wichtig, gerade für die Straße. Die RSV4 macht natürlich wahnsinnig viel her. Der Sound ist einfach genial, einzigartig und ja, genau. Und die BMW halt dazu im Paket. Lieber Zonko, was würdest du nehmen? Ich möchte mich da jetzt wirklich nicht festlegen, sondern ich glaube... Alle drei. Ich glaube, dass diese 3 Motorräder derartig brillant funktionieren. Da kommt es wirklich nur darauf an, zu welcher Marke hat man die stärkste emotionale Bindung, bei welchem Händler fühlt man sich am wohlsten. So diese feinen Unterschiede, die diese Maschinen jetzt noch bieten, die machen im Alltag wirklich nichts aus. Es geht eher darum, Markenbindung, Händlerbindung, das ist es, glaube ich. So wird man letztendlich entscheiden. Und ich bin ja ein Neckbike-Fahrer, ich muss mich nicht entscheiden. Gott sei Dank. Aber wurscht, du hättest alle 3 genommen. Ne? Ja, jetzt muss ich mich selber da auch irgendwie festlegen. Ich muss nicht, aber irgendwie, weil der Sound so anders ist, weil die Aprilia eben anders ist als die anderen und weil mir das ja immer ganz gut gefällt, anders zu sein als die anderen, würde ich vielleicht auch die Aprilia nehmen. Wie gesagt, alle 3 können es voll auf der Rennstrecke. Man müsste sich dann auch anschauen, wie, wenn man nur die Kohle für ein Motorrad hat, welche dann im Alltag am besten funktionieren könnte. Aber ja, die BMW gefällt mir schon grundsätzlich sehr gut mit dem asymmetrischen Geschau, finde ich cool. Und die Kawa, das typische Grün, das hat eben auch seine Fans und das ist auch gut so. Wer eine Kawa will, wird sie auch immer erkennen als eine Kawasaki. Aber wie gesagt, alle 3 perfekt, will ich jetzt nicht sagen, es geht immer noch besser, aber die sind auf einem Niveau, das ist unglaublich, mit der Leistung, mit der Präzision, mit dieser Fahrbarkeit, macht einfach Spaß, auch für solche, du nicht, aber für solche Nudelaugen wie uns, du auch nicht, ich halt. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir haben jetzt echt lang gequatscht. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren YouTube-Channel. Ihr könnt gerne Kommentare abgeben zu diesem Video und zu allen anderen Videos, die wir schon eingestellt haben. Würde uns freuen, würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen und Zuhören.